Guten Morgen, liebe Aktionärinnen, liebe Aktionäre. Es ist mir eine große Freude, Sie heute als Vorstandsvorsitzender zur Hauptversammlung unserer Symrise AG zu begrüßen. In den zurückliegenden 15 Jahren hat mein Vorgänger, Dr. Heinz-Jürgen Bertram, an dieser Stelle präsentiert und Ihre Fragen geantwortet. Zunächst möchte ich die Gelegenheit nutzen, mich noch einmal herzlich bei Dr. Bertram für die langjährige, hervorragende Zusammenarbeit zu bedanken. Er hat unser Unternehmen maßgeblich und verantwortungsvoll geprägt. Mit seiner Arbeit hat er nachhaltig Wert geschaffen für unsere Kunden, für unsere Mitarbeiter und für Sie, liebe Aktionärinnen und Aktionäre. Und es mit dem Motto unseres aktuellen Geschäftsberichts zu sagen, Verantwortung liegt in unserer Natur. Wir als Vorstandsteam, die Sie heute hier auf der Bühne sehen, werden weiter Verantwortung übernehmen und Symrise in den kommenden Jahren gezielt weiterentwickeln. Darüber möchte ich heute mit Ihnen sprechen. Doch zunächst möchte ich über das zurückliegende Geschäftsjahr und die Ergebnisse 2023 berichten. Um es gleich auf den Punkt zu bringen, 2023 war ein anspruchsvolles Jahr, sowohl für uns als auch für die gesamte Industrie und ebenso für viele Branchen, die zu unseren Kunden zählen. Wir haben uns in einem herausfordernden makroökonomischen und geopolitischen Umfeld bewegt und dort ordentlich behauptet. Sowohl der Krieg in der Ukraine als auch die Konflikte im Mittleren Osten haben unser Geschäft beeinflusst. Ein konkretes Beispiel. Als Rebellen den Seeweg im Roten Meer blockierten, hatte das zur Folge, dass Seegüter erheblich teurer wurden und ihr Transport deutlich länger dauerte. Wir haben in dieser Situation verantwortungsvoll gehandelt und andere Transportmöglichkeiten gefunden. Generell sind die operativen Kosten wie auch die Preise für Rohstoffe stark gestiegen. Grund dafür war vor allem die hohe Inflation im Geschäftsjahr 2023. Auch dem haben wir uns gestellt. Der Produktionsstillstand an unserem Standort Colonel Island in der USA nach einem Brand Ende 2022 hat logistische Herausforderungen bei uns wieder in Anstellung und der Belieferung unseren Kunden mit sich gebracht. Auch diese haben wir gemeistert. Das gilt ebenso für die seit März 2023 erhobenen Kartellvorwürfe gegenüber allen wesentlichen Übernehmen unserer Industrie. Um es klar zu sagen, wir haben uns nicht zu Schulden kommen lassen. In der EU wehren wir uns daher sogar gerichtlich gegen das Vorgehen der EU-Kommission. All das hört sich im Nachhinein einfach an, ist es aber nicht gewesen. Es ist dem großen Engagement unserer internationalen Teams zu verdanken, dass wir trotz der Herausforderungen so erfolgreich gewesen sind. Ich möchte daher im Namen des gesamten Vorstands alle 12.500 Symriserinnen und Symriser weltweit für ihren hervorragenden Einsatz danken. Danke für Sie, danke für uns. Wir sind 2023 erneut stark gewachsen. Bei etwa geringer Profitabilität. Auf die wesentlichen Zahlen und Zusammenhänge gehe ich gleich ein. Hier sehen Sie zunächst einmal das große Bild. Symrise 2023 auf einen Blick. Mein Dank gilt ebenso Ihnen als Eigentümern.
Wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen und Ihre Loyalität. Es ist für uns absolut selbstverständlich, Sie auch dieses Jahr wieder angemessen an unserem Unternehmenserfolg zu beteiligen. Aufsichtsrat und Vorstand schlagen daher heute vor, die Dividende auf 1,10 € je Aktie zu erhöhen. Lassen Sie mich nun auf einige zentrale Zahlen aus dem zurückliegenden Geschäftsjahr näher eingehen. Schauen wir zunächst auf den Umsatz. Wir haben 2023 einen Umsatz von 4,73 Milliarden € erzielt. Das entspricht 7,9% organischen Wachstum im Vergleich zum Vorjahr. Damit liegen wir in unserer Branche weit vorne. Bereinigt um negative Währungseffekte in Höhe von 290 Millionen € sowie Portfolioeffekte in Höhe von 35 Millionen € ergibt sich ein Umsatzwachstum in Berichtswährung von 2,4%. Unsere beiden Segmente haben zu dieser erfreulichen Entwicklung beigetragen. Und beide Segmente haben im Vergleich von Vorjahr noch einmal erkennbar zugelegt. Unser Segment Taste, Nutrition and Health, in dem wir die Aktivitäten rund um Geschmacklösungen für Lebensmittel und Getränke sowie ein Tiernahrung bundeln, erzielte 9,3% organisches Umsatzwachstum. Der Umsatz betrug hier 2,978 Milliarden €. Im Geschäftsbereich Food and Beverage entwickelten sich die Anwendungsbereiche für süße und würzige Produkte sowie für Getränkaromatisierung erfreulich. Wir haben in diesen Bereichen ein bzw. zweistelliges organisches Wachstum geschafft. Der Geschäftsbereich Pet Food erzielte ebenfalls einen prozentual zweistelligen Zuwachs. Unser Segment Scent & Care, also unser Geschäft mit Duftstoffen, Parfümerieanwendungen und kosmetischen Wirkstoffen, erzielte im Geschäftsjahr 2023 einen Umsatz von 1,752 Milliarden €. Im Vorjahresvergleich entspricht dies einem Zuwachs von 2,7%. Ohne Berücksichtigung von Portfolio- und Währungseffekte belief sich das organische Umsatzwachstum auf 5,6 Billionen €. Der Geschäftsbereich Fragrance steigerte seinen Umsatz organisch im hohen einstelligen Prozentbereich, insbesondere im Arbeitsgebiet Feinparfümerie, aber wie unsere dynamische Entwicklung fortgesetzt. Nach einem starken Vorjahr haben wir hier erneut prozentual zweistellige organische Zuwächse erzielt. Der Anwendungsbereich Consumer Fragrance konnte ein gutes prozentual einstelliges Wachstum abliefern. Die Umsatzentwicklung im Geschäftsbereich Aroma Molecules wurde vor allem durch ein schwieriges Marktumfeld sowie den bereits erwähnten Produktionsstillstand an unserem US-Standort in Coney Island belastet. Die Nachfrage nach Duftstoffen und Menthol war zudem durch einen Lagerabbau auf Kundenseite sowie gestiegenen Wettbewerb beeinträchtigt. In Summe lagen die Erlöse deutlich unter dem Niveau des Vorjahresraums. Der Umsatz im Geschäftsbereich Cosmetic Ingredients entwickelte sich hingegen sehr erfreulich. Erneut erzielte er prozentual zweistellige organische Zuwächse. Produkte zum Sonnenschutz und Inhaltsstoffe zur Körperpflege verzeichneten die stärksten Wachstumimpulse. Symrise ist hier in Holzminden entstanden, gewachsen und bis heute beheimatet. Hier begann die Reise unseres Unternehmens. Es entstanden
bahnbrechende Erfindungen, zum Beispiel die Synthese von Vanillin von 150 Jahren. Holzminden wird auch weiter der Dreh- und Angelpunkt unseres Konzerns sein. Zugleich ist klar, wir sind aktiv für Kunden weltweit. Schauen wir daher für einen Moment näher auf die Entwicklung in den einzelnen Regionen. Unser Geschäft in der Region Europa, Afrika, Mittlerer Osten entwickelt sich erfreulich. Der Umsatz wuchs organisch um 15,3%. Das ist prozentual wie absolut das stärkste regionale Wachstum. Die Umsatzentwicklung in Lateinamerika verlief ebenso dynamisch und verzeichnete ein ähnlich beeindruckendes organisches Wachstum von 14,7%. Europa und Südamerika, beide mit zweistelligem Wachstum, zeigen, wie stark wir in diesen Regionen aufgestellt sind. Die Region Asia-Pazifik erreichte im Vorjahresvergleich ein organisches Umsatzwachstum von 4%. Die Umsatzentwicklung in Nordamerika wurde maßgeblich durch den erwähnten Produktionsstillstand an unserem Standort Coney Island in den USA beeinflusst. Unser operatives Ergebnis 2023 ist leicht zurückgegangen. Der Grund hierfür: die Erstellungskosten haben sich überproportional zum Umsatz entwickelt, vor allem aufgrund gestiegener Rohstoff- und auch Fertigungskosten. Das um Sondereffekte berechnete EBITDA, also das Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf Sachenanlagen und auf immaterielle Vermögenswerte, belief sich im 903 Millionen Euro. Es lag damit unter dem Vorjahreswert von 922 Millionen Euro. Dies entspricht einer Marge von 19,1%. In unserem Segment Taste, Nutrition and Health lagen wir trotz der höheren Rohstoff- und Erstellungskosten bei Ergebnis in etwa aus Vorjahresniveau. Im Segment Scent & Care aber wir genannten Rohstoff- und operativen Kosten in einem generell schwierigen Marktumfeld zu einem Ergebnisrückgang von 4,9% geführt. Der Vollständigkeit halber: 2023 lag unser EBIT bei 611 Millionen Euro, also 3% unter dem Vorjahr. Der auf die Aktionärinnen und Aktionäre der Symrise AG entfallende Konzerngewinn betrug 340 Millionen Euro und lag damit 66 Millionen Euro unter dem Wert des Vorjahres. Das Ergebnis je Aktie mit 2,44 Euro liegt 47 Cent unter dem Vorjahreswert von 2,91 Euro. Unsere Ertragskraft spiegelt der sogenannte Business Free Cash Flow wider. Hier hatten wir einen erfreulichen Anstieg auf 553 Millionen zu verzeichnen. Das entspricht 11,7% vom Umsatz. Dieses Schaubild zeigt, dass wir als Unternehmen konstant und konsequent erfolgreich sind. Symrise hat Umsatz und Profitabilität seit dem Börseneingang 2006 gesteigert. Im Schnitt sprechen wir von einem Umsatzwachstum von 8,3% und einem Anstieg der Profitabilität von 8%. Es gibt nicht viele Unternehmen, die das von sich behaupten können. Sicherlich hätten wir alle uns einen noch stärkeren Anstieg für 2023 gewünscht. Alles in unserer Macht Stehende haben wir dafür getan. Wie gerade berichtet, haben wir mit erheblichem Gegenwind gekämpft, gerade was die Kostenbeite betrifft. Und trotzdem
ist Symrise 2023 weiter gewachsen. Ich versichere Ihnen, dass wir intensiv daran arbeiten werden, diese einzigartige Erfolgskurve für 2024 und die Folgejahre fortzuschreiben. Entsprechend der Leistung hat sich auch unser Aktienkurs über die Jahre hinweg positiv entwickelt. Seit 2006 schnitten wir fast durchweg besser als die Vergleichsindizes DAX und MDAX ab. Und das treibt uns weiter an. Einen Rekordwert können wir auch für unsere Dividende vermelden. Die Dividendenerhöhung ist bereits die 14. in Folge. Daran sehen Sie erstens, auf Symrise ist Verlass. Und zweitens, eine Investition in Symrise zahlt sich aus, Jahr für Jahr. Soweit zum vergangenen Geschäftsjahr. Für die Zukunft haben wir uns viel vorgenommen. Darauf möchte ich nun etwas ausführlicher eingehen. Beginnen wir bei Taste, Nutrition and Health. Hier haben wir das Geschäftsmodell transformiert. Von einem traditionellen Aromenhaus hin zu einem, wie wir es nennen, Augmented Aromenhaus, also einem erweiterten Aromenhaus, das zahlreiche Kompetenzen unter einem Dach vereint. Neben dem Geschmacksgeschäft haben wir den Bereich natürliche Ernährung mit all seinen Facetten erfolgreich integriert und so unser Produktportfolio wertschöpfend erweitert. Dafür haben wir über die Jahre auch gezielt Expertise von außen in das Unternehmen hereingeholt. Zum Beispiel vor 5 Jahren mit der Übernahme von ADF/IDF in der USA, dem seinerzeit führenden Anbieter von Proteinspezialitäten auf Basis von Hühn- und Haiprodukten. Oder vor 2 Jahren durch die Integration des niederländischen Anbieters Schaffelaarbos, dem Marktführer in der Gewinnung von Proteinen aus Eiern für Tiernahrung. Oder denken Sie an den Kauf von Wing Biotech aus China, ebenfalls 2022. Das hat unser Geschäft im attraktiven Segment der Heimtiernahrung beträchtlich gestärkt. Unser langfristiger Blick der Übernahmen zahlt sich aus. Wir haben die richtigen Zukäufe getätigt und unsere Position im Markt dadurch nachhaltig gestärkt. Ich versichere Ihnen, genau das werden wir auch weiter tun. Mit Blick auf das Thema Aromen vereinen wir heute alle wichtigen Kompetenzen. Damit sind wir für die Zukunft bestmöglich aufgestellt. Jetzt können wir ganz einheitliche Produktlösungen entwickeln, die passgenau auf Zielgruppen und Märkte zugeschnitten sind für besseren Geschmack und mehr Gesundheit. Wo stehen wir bei Segment Scent & Care? 3 starke Säulen machen dieses Segment aus. In der Division Fragrance sind wir Marktführer im Bereich Mundpflege. Im Geschäftsbereich Aroma Molecules, der Rohstoffpool für die Parfümerie, für Mundpflege und für kosmetische Wirkstoffe, besitzen wir führende Positionen bei wichtigen Produkten wie Riechstoffen aus erneuerbaren Quellen und natürlich bei Menthol, wo wir ebenso Nummer 1 im Markt sind. Kosmetik-Ingredient, die 3. Säule, wächst seit Jahren. Hier besitzen wir starke 2. Positionen bei Sonnenschutz und aktiven Inhaltsstoffen. Um weiter erfolgreich zu sein, nehmen wir gezielt Geld in die Hand. 2023 haben wir 270 Millionen investiert, genauso viel wie im Vorjahr. Unsere kontinuierlichen Investitionen
gerade auch in unserer Infrastruktur, ermöglichen es uns, unsere Geschäftspotenziale konsequent auszuschöpfen. Und das weltweit. Wir haben zum Beispiel die Kapazitäten in China, Mexiko, Spanien oder auch in Frankreich ausgebaut. Ich habe es eingangs bereits gesagt. Verantwortung liegt in unserer Natur. Das zeigt sich besonders eindrucksvoll in unserem Nachhaltigkeitsengagement entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Wir stehen für nachhaltige, sichere und maßgeschneiderte Produkte, die für Lebensqualität, Schönheit und Wohlbefinden sorgen. Nachhaltigkeit fließt auf allen Ebenen in unsere Entscheidungsfindungen ein. Der Stellenwert zeigt sich auch darin, dass die Vergütung der Vorstände zu einem Teil davon abhängt, wie wir in Sachen Nachhaltigkeit abschneiden. Als wichtige Hebel dienen uns dabei die Auswahl unserer Rohstoffe und die Art, wie wir produzieren. 2023 haben wir erneut wichtige Fortschritte in beiden Feldern erzielt. So ist es uns gelungen, den Anteil strategisch-biologischer Rohstoffe aus nachhaltigen Quellen auf 95% zu steigern. Zum Beispiel, indem wir intensiv mit Erzeugern zusammenarbeiten und gemeinsam landwirtschaftliche Praktiken verbessern. In der Produktion haben wir beispielsweise durch Umstellung auf nachhaltige Verfahren die Ökoeffizienz der chemischen Sauerstoffbedarfs im Abwasser um fast 11% verbessert. Fortschritte gab es auch bei der Verringerung des Wasserverbrauchs. Dieser sank an trockenen Standorten in Ländern wie Ägypten, Indien, Mexiko, Spanien oder Chile um mehr als 30%. Diese Schritte tragen dazu bei, dass wir unsere übergeordneten Klimaziele erreichen. Ab dem Jahr 2030 wollen wir bei den direkten Emissionen Scope 1 und der indirekten Emissionen aus der Energiebeschaffung Scope 3 netto Null wirtschaften. Die Emissionen in der Lieferkette Scope 3 wollen wir um 30% bis 2030 reduzieren. Konzernweit streben wir an, 2045 den Netto-Null-Status zu erreichen. Unser Engagement in Sachen Nachhaltigkeit wird anerkannt. Wir haben beim internationalen Nachhaltigkeitsrating CDP 2023 erneut Bestnoten erhalten. Weitere Ratingagenturen bescheinigen uns hervorragende Fortschritte und honorieren das Engagement von Symrise. An dieser Stelle versichere ich Ihnen, wir werden uns darauf nicht ausruhen. Es gibt noch viel zu tun. Symrise wird bei der Nachhaltigkeit weiter vorangehen. Das erwarten unsere Kunden, das erwarten die Konsumenten und das dürfen auch Sie von uns erwarten. Zum Abschluss möchte ich Sie noch kurz über das erste Quartal des laufenden Geschäftsjahres informieren. Die Zahlen haben wir am 25. April vorgelegt. Es waren gute Zahlen. Symrise ist erfolgreich ins neue Jahr gestartet. Gestützt von starker Nachfrage und der soliden Ausstellung der Konzerns haben wir den Umsatz um 5% auf 1,292 Milliarden Euro gesteigert. Das organische Wachstum, also das Wachstum ohne Wechselkurseffekt von 10,9%,
wurde in beiden Segmenten überwiegend von höheren Volumen getragen. Allerdings sollte ich unerwähnt bleiben, dass wir zudem von positiven Preiseffekten unserer Verkaufsprodukte in Hochinflationsländern profitieren. Hier ist insbesondere Argentinien zu nennen. Der Umsatz von Scent & Care stieg im Vergleich zum Vorjahresquartal um 13,7% auf 517 Millionen Euro. Organisch legte der Umsatz sogar um 16,9% zu. Das Segment Taste, Nutrition and Health steigerte den Umsatz organisch um 7,5%. Aufgrund negativer Währungseffekte in Höhe von 55 Millionen Euro blieb der Umsatz in Berichtswährung mit minus 0,1%, fast konstant bei 775 Millionen Euro. Trotz der anhaltenden Volatilität in unseren Märkten sind wir auch für die kommenden Monate optimistisch und erwarten eine robuste Nachfrage. Unser diversifiziertes Portfolio, unsere Innovationskraft, unsere globale Aufstellung und unsere engagierte Belegschaft bilden die Basis, um unser Wachstumspotenzial weiter auszuschöpfen und so weiter nachhaltig Wert zu schaffen. Für das Jahr 2024 bekräftigen wir unsere langfristigen Wachstum- und Profitabilitätsziele. Wir gehen weiter davon aus, schneller als der relevante Markt zu wachsen. Das von uns prognostizierte langfristige Wachstum des relevanten Marktes beträgt etwa 3–4% weltweit. Für den Konzern gilt unverändert die langfristige organische Wachstumserwartung von 5–7%, die wir auch im Jahr 2024 erreichen wollen. Bis Ende 2028 streben wir einen Umsatz von 7,5–8 Milliarden Euro an. Wir haben bereits eine Reihe von Maßnahmen für Steigerung unserer Profitabilität ergriffen. Unter anderem ein Effizienzprogramm mit einem Einspareffekt in Höhe von 50 Millionen Euro, verbunden mit striktem Kostenmanagement. Unter der Annahme weitgehend stabiler Rohstoffkosten gehen wir für 2024 von einer EBITDA-Marge von rund 20% aus. Mittelfristig strebt Symrise eine EBITDA-Marge in der Bandbreite von 20–23% an. Für den Business Free Cash Flow streben wir eine Quote bezogen auf den Umsatz von etwa 12% für 2024. Mittelfristig soll die Quote 14% betragen. Wie sich die Welt um uns herum entwickelt, wird sich zeigen. Natürlich blicken wir mit Sorge auf die geopolitischen Konflikte in eigenen Regionen. Wir beobachten intensiv, wie sich die Konjunktur entwickeln wird. Sie können sich darauf verlassen, dass wir mit Herausforderungen jedweder Art bestmöglich umgehen werden. Dafür steht der Name Symrise. Dafür steht das gesamte Vorstandsteam. Dafür stehe ich als neuer Vorstandsvorsitzender. Und ich darf im Namen aller Symriser hinzufügen, dafür stehen wir als ein Team weltweit. Wir haben viel erreicht, aber wir haben natürlich auch noch sehr viel vor. Dabei ist unser Motto: gemeinsam die gesamte Attraktivität von Symrise entfalten. Im Englischen nennen wir das Let's Unleash the Full Beauty of Symrise. Daran arbeiten wir Tag für Tag mit Zuversicht und Zielstrebigkeit. Wir sind bereit, die vielfältigen Chancen in der unterschiedlichen Märkten zu nutzen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Symrise, always inspiring more.